Hi zusammen. Cool, dass ihr alle dabei seid und uns heute wieder zuschaut. Bevor wir einen Blick auf die Features werfen, die wir mit den Linchpin-Teams in den letzten Wochen erarbeitet haben, möchte ich mich kurz noch bei euch bedanken für die Teilnahme an der Umfrage, die wir vor ein paar Wochen rausgeschickt haben, in der wir euer Feedback haben wollten zu diesem PI-Review. Denn natürlich wollen wir uns immer verbessern und wollten auch mal dieses Format hinterfragen und herausfinden, ob das für euch wertvoll ist oder nicht. Also erstmal vielen Dank für die Teilnahme. Dafür, dass wir ja nicht so viele Zuschauer immer haben, waren wir mit 30 Umfrageteilnehmern schon sehr happy und umso glücklicher über sehr, sehr positives Feedback, was uns ziemlich bestärkt hat daran, an diesem Format festzuhalten, und das motiviert uns einfach weiterhin mit Spaß hier bei der Sache zu sein. Wir haben ein paar Änderungen uns vorgenommen, die aus den Ergebnissen resultiert sind. Das eine ist, wir wollen uns hier in diesem Review stark auf Linchpin DC, Linchpin Server fokussieren. Wir werden für Linchpin Cloud ein neues Format ausprobieren, in dem wir uns mit mehr Zeit Linchpin Cloud als Produkt widmen können und da auch viel intensiver dann in den Austausch gehen können mit denen, die es wirklich interessiert. Was wir heute Neues ausprobieren möchten, ist eine Q&A-Session zum Ende dieses Reviews. Wir bieten da an, mit uns zusammen noch in ein Google Meet zu gehen und uns auszutauschen zu Fragen, die im Rahmen des Reviews entstehen oder eben auch zu allgemeinen Fragen rund ums Produkt. Diese Q&A-Session wird nicht aufgezeichnet, das heißt, wir haben dann einen geschützten Rahmen, in dem wir uns dazu austauschen können. Hier seht ihr schon mal den Link. Wir werden ein Google Meet machen, wie schon gesagt. Über seibert.bit/review-session werdet ihr dorthin gelangen und zum Ende des Reviews dann zusammen in dieses Meet starten. Wie sonst auch immer haben wir unsere Telegram-Gruppe aktiv. Ich hoffe, dass ganz viele Kollegen und Kolleginnen fleißig antworten, sich hier beteiligen und direkt auch Fragen, die ihr habt, beantworten können. Wenn ihr Fragen habt, die ihr euch einfach merken wollt für nachher, oder wenn wir in der Diskussion in Telegram merken, ach, das ist eigentlich was, das wir in der Q&A-Session besprechen sollten, dann könnt ihr den Hashtag QA darunter versehen und dann wird es uns nachher leichter fallen, die richtigen Fragen auch zu finden. Ich habe gesagt, wir verzichten heute auf den Linchpin Cloud-Teil, aber ich muss ganz ehrlich sein, so ganz lassen mag ich es nicht. Deswegen möchte ich euch trotzdem kurz ein paar wichtige Dinge dazu erzählen. Für alle, die Linchpin Cloud noch nicht ausprobiert haben, möchte ich empfehlen, einmal auf beta.linchpin.cloud zu gehen und sich mal den aktuellen Produktstand anzuschauen. Und das Team, das an Linchpin Cloud arbeitet, hat natürlich auch viel geschafft in den letzten Wochen. Zum einen haben wir das Thema Communities begonnen auszubauen. Das ist im Grunde das, was in Linchpin Server, Linchpin DC, dem Microblog entspricht. Und wir haben an dem Thema Events gearbeitet. Was wir also dann in Linchpin Cloud bald haben, ist mit den News, mit Profilen, mit Communities und mit Events schon einen ganz coolen Durchstich zu haben mit wichtigen Use Cases, die unserer Erfahrung nach in ein Intranet gehören. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt und euch reicht es eben nicht, euch selber durchzuklicken, dann tragt euch über den Link, den ihr gerade seht, doch über das Formular in eine Liste von Interessenten ein, die wir also für ein Review anschreiben können, und dann könnt ihr da dabei sein und mit uns eben ein neues Format ausprobieren. Genau, das zu Linchpin Cloud. Nun zurück zu den neuen Features, die in Kürze mit der Linchpin Intranet Suite 4.0 erscheinen werden. Wir haben uns schon eigentlich das ganze Jahr, aber in den letzten 10 Wochen ganz besonders mit dem Thema Vereinfachung beschäftigt. Denn wir finden, das Leben ist kompliziert genug und wir können daran bei jedem Einzelnen natürlich nichts ändern. Aber was in unserer Hand liegt, ist die Bedienung und die User Experience in Linchpin zu verbessern. Und da haben wir tatsächlich einiges geschafft, sowohl für Administratoren als auch für die Endnutzer, die Arbeit mit Linchpin als Intranet zu erleichtern. Heute ist tatsächlich schon das 3. PI-Review unter Corona-Bedingungen. Was für ein verrücktes Jahr.
Umso mehr freue ich mich trotzdem, mal wieder im Büro zu sein. Wir sind heute in ein bisschen kleinerer Runde hier, um die Abstandsregeln einzuhalten. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Hallo Alain, hallo Christian, hallo Daniel. Meine 3 lieben Kollegen werden gleich in der Live-Demo die neuen Features zeigen, auf die ich mich total freue. Und damit würde ich gerne auch direkt an den Daniel übergeben. Ja, danke dir. Hallo auch von meiner Seite. Wir haben natürlich in den letzten Wochen, wie Katja schon gesagt hat, einiges geschafft und wir möchten euch heute wieder in einem kleinen Schauspiel, möchte ich es mal nennen, kurz an einem mehr oder weniger fiktiven Unternehmen, nennen wir es Seabird Media AG, zeigen, was wir alles geschafft haben. Und meine beiden Kollegen, der Marketing-Mitarbeiter Alain Arketing, das M ist stumm in diesem Fall, und der Systemadministrator Christian Codemonkey werden dann als Mitarbeiter der Seabird Media AG euch diverse Anwendungsfälle heute zeigen. In der Seabird Media AG gibt es ein auch mehr oder weniger fiktives Produkt, nennen wir es Linchpin, und für dieses Produkt steht eine neue Marke, Markenbild soll erarbeitet werden an, und da gab es jetzt schon einige Vorschläge, man ist relativ weit gekommen und zur Feier des Tages, also dem Launch dieses neuen Markenauftrittes, soll eben das Intranet der Seabird Media AG entsprechend auf diese neue Marke auch mal eingestimmt werden. Und da gibt es dann einige Aufgaben, die anstehen, und da würde ich einfach mal an meine beiden Kollegen übergeben. Super, vielen Dank. Hallo Christian. Hallo. Ich dachte mir, ich nerv dich mal ein bisschen. Wir haben nämlich ein neues Logo entworfen und haben ja von den Entwicklern gelernt, Dogfooding ist eine gute Sache, deswegen möchten wir das gerne mal ausprobieren. Können wir das Logo vielleicht ändern und wenn wir schon dabei sind, ein bisschen zu administrieren, können wir nochmal den CSS-Hack mit der Breite fürs Dashboard anpassen? Okay. Den Hack brauchen wir gar nicht mehr, kann ich dir schon sagen. Die Administration ist mit der neuen Version deutlich einfacher geworden. Auch das Logo, das kannst du mir ja schon mal schicken, das Logo. Und dann können wir ja gucken in der Administration. Da gibt es die Linchpin-Übersicht, die jetzt übersichtlicher ist. Auf einer Seite Absprungpunkte zu den allermeisten Konfigurationen der einzelnen Linchpin-Apps hat, mit Erklärung. Ich komme bei jedem Punkt auch schnell auf die Doku, sollte ich mal vergessen haben, wie irgendwas funktioniert. Und auch die linke Seitenleiste ist neu strukturiert, gruppiert, und alle Linchpin-Apps sind zusammen, und es gibt in beiden Bereichen Suchfunktionen. Aber dann kommen wir mal zum Logo. Ja. Suche ich einfach Logo, es verbirgt sich im Header. Und schon bin ich in der Theme-Konfiguration und kann hier das neue Logo hochladen. Du hast es mir geschickt, dann schaue ich mal. Extra Large, okay, das ist die Druckversion, das ist aber nicht schlimm. Wir müssen das gar nicht mehr mit Photoshop zuschneiden und verkleinern. Wir können direkt die große Datei hochladen und jetzt hier damit ein bisschen rumspielen. Gut, wenn ich den Text rausschiebe, ist wahrscheinlich blöd. Ja, bitte. Mach es noch mal ein bisschen kleiner. Bisschen kleiner, kein Problem. Wir können auch insgesamt, glaube ich, den Header ein bisschen niedriger machen. Und wie klein möchtest du es denn? Das ist zu klein. Genau. Nimm mal 50 oder so. Ungefähr 50. Gut. Sollen wir es noch irgendwie zentrieren oder soll ich so woanders hinschieben? Zentrieren, da links passt. Mach es vielleicht ein bisschen kleiner. Bisschen schmaler noch. Ja, okay. Dann können wir, die Breite wolltest du noch reduzieren. Ja, ne? genau. Das können wir hier direkt auch machen. Da gibt es hier ein neues Feld. Möchtest du es in einer festen Angabe oder Ja, prozentual? Das geht jetzt auch. Okay, nee, mach mal 1400 Pixel, 200 Pixel. Also ein bisschen schmaler. Ja. Okay, Super. Logo haben wir, Breite haben wir, dann speichere ich das mal ab. Am besten prüfen wir das mal und gehen zurück aufs Dashboard. Ah, super. Ja, ist ein bisschen schmaler, sieht ein bisschen frischer aus, und das neue Logo siehst du hier oben auch direkt. Das war jetzt alles gar nicht mehr so schwierig, wie es mal war. Super. Christian Codemonkey als Systemadministrator die neuen, super einfachen Möglichkeiten von Linchpin
genutzt hat, um den Intranet-Auftritt ganz schnell an die neuen Gegebenheiten anzupassen, muss das Rebranding natürlich im Unternehmen auch bekannt gemacht werden darüber hinaus. Früher, also in der Vor-Corona-Zeit, gab es hierfür natürlich dann große Termine an verschiedenen Standorten. Heute muss das alles remote optimiert stattfinden und das Team um Alain Arqueting hat in dieser Angelegenheit noch nicht ganz so viel Erfahrung. Das heißt, er muss hier auf das Know-how von einigen Kollegen zurückgreifen, insbesondere was die Videotechnik angeht. Und er ist ja noch so ein bisschen lost, wie er da den richtigen Kollegen findet. Aber auch da schauen wir uns mal an, was er sich überlegt hat. Ich würde gerne noch Leute finden, die sich mit Videotechnik auskennen für das anstehende Event. Und meine erste Idee war, eine Microblog-Post zu schreiben mit einer Add-all-Menschen. Da reagieren ja sehr viele sehr allergisch drauf. Deswegen dachte ich, haben wir vielleicht die Möglichkeit, das irgendwie im Profil zu hinterlegen und idealerweise auch noch danach zu suchen? Klar, das geht. Im Personenverzeichnis kann man ja suchen und auch Filter einstellen. Aber wir können zuerst mal einfach ein Profilfeld anlegen. Ja, super. Dann gehe ich direkt in die Profilkonfiguration. Oder ich kann auch wieder über unsere Übersicht gehen und einfach suchen. Das passt am besten zur Expertise, ne? Es geht um Skills. Ja, genau. Dann legen wir ein neues Feld an. Nenne es Skills. Willst du ein paar Skills vorgeben oder soll das einfach ein freies Textfeld sein? Inzwischen geht auch die Suche nach einem freien Textfeld im Personenverzeichnis. Ja, das ist besser. Ich weiß ja nicht, was die Leute alles da eintragen wollen. Dann lassen wir das hier auf Text, Ja, perfekt. brauchen nicht auf Selektion. Dann speichere ich das Feld ab. Und im Personenverzeichnis soll man ja danach suchen können. Dann wechsle ich hier in diese Konfiguration und füge das neu als Filter hinzu. Das geht jetzt nämlich auch mit den Textfeldern, nicht mehr nur mit Auswahlfeldern und Sprachfeldern. Skills. Und speichere das auch ab. So, jetzt musst du eigentlich nur noch dafür sorgen, dass die Leute das Feld auch befüllen. Und dann würdest du im Personenverzeichnis einfach danach filtern können. Perfekt. Nachdem das neue Profilfeld Skills angelegt wurde, hat Alain Arqueting natürlich auch schon direkt die Idee gehabt, dass man die Funktion Linchpin Pings nutzt, um die Kollegen darauf hinzuweisen, dieses neue Feld auch mit den entsprechenden Informationen zu befüllen. Linchpin Pings kennen wahrscheinlich einige schon und nutzen das, um zum Beispiel News-Abonnements zu verwalten und ihre Mitarbeiter zu informieren, hey, füll doch mal bitte deine bevorzugten Kanäle aus. Linchpin Pings kann mittlerweile aber auch mehr, kann auch Textnachrichten einfach an Mitarbeiter verschicken, um eben Hinweise zu versenden. In unserem Fall hier nutzen wir jetzt die Funktion zur Profilvervollständigung und weisen Mitarbeiter eben darauf hin, hey, es gibt ein neues Profilfeld, füllt das mal bitte aus. Und dank Linchpin Pings hat mein Kollege Alain es geschafft, innerhalb von nur einem Arbeitstag die überwältigende Mehrheit an Kollegen dazu zu bringen, ihre entsprechenden Skills im Intranet zu hinterlegen. Und er kann jetzt die neue Suche nutzen, um einen Kollegen zu finden, der ihm bei seinem Event helfen kann. Perfekt. Dann schaue ich mir das Ganze jetzt mal im Personenverzeichnis an. Und ich weiß jetzt nicht genau, was die Leute eingetragen haben, aber ich suche jetzt einfach mal nach Video, irgendwas in der Richtung wird schon da sein. Ach, der Mathieu, stimmt. Ich vergesse ihn immer, wenn der nicht da ist. Der kann das jetzt. Den kann ich mal ansprechen. Wo ich aber jetzt gerade auf dem Profil bin, fällt mir gerade ein, dass ja auch die Org-Charts, die ja da jetzt neu drin sind. Und die gefallen mir richtig gut. Ich fände es jetzt noch super, wenn ich das irgendwie noch auf unserer Marketing-Homepage hinterlegen könnte. Gibt es da nicht jetzt mittlerweile auch ein Makro für? Genau, das gibt es. Also nicht nur in Makros, du kannst auch im Personenverzeichnis auf die neue Organigrammansicht umschalten. Aber das gibt es jetzt auch als Makro, das kannst du einfach auf der Seite, wo du möchtest, einbinden. Okay. Probier es einfach mal aus, das kriegst du auch aus. selber hin. Dann gehe ich mal auf unsere Marketing-Homepage. Da hatte ich nämlich schon mal was vorbereitet und dachte mir, okay, jetzt muss ich alle Leute da händisch eintragen. Aber das wäre ja super, wenn ich das einfach so machen könnte. Nee, du musst nur eure Chefin Ach ja, die kenne ich. im Organigramm. Das ist das Organigramm. Genau, Okay. Organigramm heißt das Makro. Ja, die Pamela. Kannst Und du auswählen, wie Tiefe viele ist- Ebenen du am Anfang sehen möchtest. Ja, sagen wir mal ruhig 4. Füge ich das mal ein. Und dann probier es mal aus. Das müsstest du jetzt direkt sehen können.
Da sind alle Kollegen noch im Intranet aktiv. So wie sich das gehört. So, ach da. Genau, und da das jetzt ein bisschen klein ist in dieser Spaltendarstellung, kannst du einfach draufklicken und hast dann die interaktive Ansicht, wie du sie aus dem Profil schon kennst oder halt jetzt auch im Personenverzeichnis. Ah ja, cool. Die ist auch weiter, ja genau, ganz interaktiv. Okay, super, perfekt. Vielen Dank. Prima. Ich glaube, dann würde ich diese Seite, damit Leute das auch noch sehen können, mal direkt teilen. Und, oh, ich kann das jetzt auch am Microbook teilen. Ich glaube, das probiere ich mal direkt aus. Ah ja, dann muss ich hier mal wie immer einen Topic auswählen und schreibe dann nochmal was dazu. Der Seite. So, jetzt aber. Dann poste ich das mal. Und ich glaube, dann kann ich mich ja vielleicht doch mal um das kümmern, worum ich mich eigentlich kümmern wollte. Ja, genau. Also, nachdem Alain sich von dem Org-Chart-Makro minimal hat ablenken lassen, weil er es einfach so cool fand und die Seite dann natürlich auch direkt mit den Kollegen teilen wollte, muss er notgedrungen sich auch wieder um das Alltagsgeschäft kümmern. Das heißt, die neue Marke Linchpin soll natürlich im Unternehmen bekannt gemacht werden. Wir haben ja jetzt den Videospezialisten Mathieu am Start und jetzt geht es darum, das geplante Event auch möglichst remote-freundlich mit den Kollegen zu teilen, sodass eben alle Kollegen nach Möglichkeit auch teilnehmen können. Und auch hier kommt wieder der neue Microblog zum Einsatz. Aber Alain, zeig uns doch einfach mal direkt, was du dir noch überlegt hast. Genau, dann würde ich jetzt endlich mal das Event erstellen. Und zwar sehe ich hier ist auch schon das erste neue Feature, auf das ich mich sehr freue, nämlich ich kann ein Event-Format vorgeben. Wir haben die 3 Formate lokal, hybrid und remote. So kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, das ist zu der aktuellen Zeit, gehen wir auf Nummer sicher, es ist ein komplettes Remote-Event. Dann haben Leute, wie man hier in der Vorschau schon sieht, sofort den Hinweis, okay, da muss man gar nicht vor Ort sein. Und wenn man möchte, könnte man noch sagen, okay, das ist ein rein lokales Event oder eins, wo man sowohl irgendwo in einem Lokal sich treffen kann und remote sich dazuschalten kann. Dann das Event. Ich würde gerne Feedback zum neuen Logo einholen. Das machen wir natürlich morgen. Ja, Freitagmorgens 8 bis 9 kriegt man das beste Feedback. Das lassen wir mal so. Und ich suche mal hier direkt ein schönes Bild raus. Ja, das ist gut. Und noch eine kleine Beschreibung, damit die Leute auch wissen, worum es hier eigentlich geht. Super, damit das auch dann bei uns in der Eventliste auftaucht, packe ich das noch in den Marketing-Space und speichere das. Man sieht hier dann jetzt auch schon bei den Events, die hier gerade angelegt worden sind, das Remote-Event wird entsprechend mit dem Remote getaggt, aber hier das mittlere, das Kickoff zur supergeheimen Kampagne, ist ein Hybrid-Event, also auch hier sehe ich dann sofort, um was für ein Format von dem Event es sich handelt. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt auch von diesem Teil recht begeistert und würde jetzt auch gerne das Event im Microblog sharen. Und vorher musste ich halt mir irgendwelche URLs kopieren, in den Microblog gehen. Das ist jetzt auch einfacher geworden, weil ich das direkt hier draus machen kann. Auch hier suche ich mir wieder den Topic raus. Das ist der Dialog, den wir alle schon kennen. Und kann das entsprechend teilen. Sie hier noch eine kleine Vorschau, wie das dann aussehen wird. Und poste das. Jetzt ist es so, dass ich hier auch direkt noch die Mail, zu langsam, theoretisch hätte ich jetzt draufklicken können, aber dann schauen wir uns auch mal im Microblog an, wie das Ganze aussieht. Und man sieht hier schon, das ist jetzt gerade noch ein kleines bisschen unrund, aber wir sind noch mittendrin, das abschließend rund zu machen. Sieht man hier, das ist ein Event. Ich kann da auch zum Beispiel draufklicken und habe die ganzen normalen Funktionen, die ich auch so von Events kenne.
Hier unten drunter sehe ich noch so, ah ja, das war die Seite, die ich geteilt habe. Das wird auch hier nochmal schön dargestellt, was das eigentlich für eine Seite ist, mit einem Link. Finde ich gut. Und hier haben wir das nächste tolle Feature im Microblog. Bilder. Der Umgang mit Bildern ist deutlich verbessert worden. Und hier zum Beispiel sieht man, dass quasi eine kleine Galerie von 4 Bildern schon mal aufgebaut worden ist. Allerdings würde ich halt sagen, da fehlt noch was. Ich bearbeite das mal. Und das Tolle ist, dass man auch in dem Fall neue Bilder hinzufügen kann. Dann nehme ich hier mal einen alten Klassiker. Das kann quasi jeden Micropost nochmal aufwerten. Poste den und bekomme dann hier, wenn ich da drauf gehe, zum Beispiel eine schöne Übersicht, wo ich dann auch einzelne Bilder mir angucken kann. Ja, wow. Also im Microblog ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Neben dem Teilen von Bildern, Seiten, Dateien oder auch Events haben wir hier wirklich sehr, sehr viel gemacht und wir hoffen, dass das natürlich jeden einzelnen Nutzer in seinem Arbeitsalltag auch entsprechend unterstützt. Wir haben es jetzt eben gemerkt, der Alain hat sich so ein bisschen verquatscht, er ist jetzt noch in Erinnerungen geschwelgt, hat noch alte Bilder rausgesucht und deswegen muss er natürlich dann auch ganz, ganz schnell jetzt nach Hause und hat im Eifer des Gefechts aber vergessen, sich zu seinem eigenen Event, das er gerade in den Microblog geteilt hat, anzumelden. Und das fällt ihm natürlich dann erst auf dem Heimweg auf, aber Alain hat natürlich auch die Linchpin Mobile App auf seinem Smartphone und immer dabei. Das heißt, er kann jetzt auch mobil eben diese ganzen Aktivitäten ausführen und da übergebe ich doch dann direkt nochmal alle auf dem Nachhauseweg. Oh mon Dieu, vielen Dank. Ich habe natürlich vergessen, mich anzumelden. Gut, dass ich meine App dabei habe. Ich würde mal gerade im Microblog schauen, weil, also ich meine, wenn ich jetzt gerade schon mal hier bin, dann kann ich auch mal schauen, wie das alles hier aussieht. Na. So. Und sehe dann auch, cool, ich habe hier auch das Event, gibt es jetzt im Microblog in der App, wird mir angezeigt. Und was man hier sieht, ist, das Teilen von der Seite funktioniert zwar, ist wohl noch nicht ganz fertig in der mobilen Version. Dafür funktioniert aber auch das Teilen das Anzeigen von den Bildern. Und ich kann hier noch drauf gehen und sehe alle geteilten Bilder und kann sie wie gewohnt öffnen und sharen. Das gefällt mir gut. So, sorry, ich wollte ja was zum Event sagen. Beim Event ist es jetzt so, dass wir den letzten wichtigen Use Case für die Mobile App endlich integriert haben. Man kann jetzt mobil mit Events arbeiten und nicht einfach nur hier im Microblog, sondern auch, es gibt einen Bereich hier im More-Bereich, wo ich mir die mobile Portalansicht anschauen kann. Hier sind alle Events aufgelistet, die ich auch vorhin im Desktop gesehen habe. Man sieht hier auch zum Beispiel einen kleinen Hinweis, okay, an diesem Event bin ich schon angemeldet. Bei dem Event, zu dem wollte ich ja auch auf jeden Fall, kann ich mich auch aus dieser Ansicht heraus anmelden. Ich kann aber auch jederzeit mir diese Detailansicht zu dem Event anschauen, wo ich dann auch alle Sachen sehen kann, die ich aus dem Desktop kenne. Wenn jemand hier eine Seite verlinkt hätte, könnte ich auch die Seite verlinken, mir anschauen. Und natürlich, jetzt sehe ich hier, dass sich eine weitere Person angemeldet hat. Da kann ich hier drauf gehen und sehe dann die Liste aller angemeldeten Benutzer. Und wie ich das dann gewohnt bin, kann ich mir die auch nochmal genau angucken, wenn ich nochmal wissen will, wer das ist, wo der herkommt oder was der macht. So, jetzt ist es aber nicht nur so, dass dieses Portal oder der Microblog in der Mobile App angezeigt wird, sondern wir hatten ja vorhin auf der Marketing-Homepage auch noch eine Eventliste, die würde ich auch noch mal aufrufen. So, gehe hier auf die Marketing-Homepage und sehe dann auch in der mobilen Ansicht bekomme ich die Liste angezeigt. Ich habe hier einen Indikator, ob ich angemeldet bin oder nicht, kann auch dann relativ gut dann normal damit arbeiten. Aber auch das Orgchart-Makro wird mir hier angezeigt. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen komplett anders aus als vorhin, aber der Vorteil ist, dadurch, dass wir hier eine andere Darstellungsform haben, passt sich das Makro entsprechend an
und ich bekomme die für meine Ansicht optimierte Sicht. Aber ich bin nach wie vor in der Lage, hier die Struktur anhand dieser Pfeile zu erkennen und kann auch zum Beispiel schauen, das Profilbild also das Profil von den Leuten jeweils anschauen. Okay. Ja, vielen Dank an meine beiden Kollegen, Alain de Archeting und Christian Codemonkey, für diese kleine Live-Demo. Wir wissen jetzt natürlich, weil wir als Seabird Media AG natürlich Linchpin auch entwickeln und es waren noch nicht alle Funktionen zu 100% fertig, aber die Kollegen haben Verständnis. Das heißt, das Rebranding der Marke Linchpin war ein voller Erfolg, trotz Remote-Situation und natürlich gerade aufgrund der super Intranet-Lösung. Ich würde an der Stelle wieder an Katja übergeben. Du gibst uns jetzt noch mal einen kleinen Überblick über das, was wir gesehen haben und einen Ausblick auf das, was in den nächsten Wochen so kommt. Ja, gerne. Danke Daniel, danke Alain und Christian für die Vorstellung dieser aus meiner Sicht wirklich coolen neuen Features. Ich fasse nochmal zusammen, was in die nächste Intranet-Suite kommt. Wir werden die in 2-3 Wochen releasen. Wie ihr gesehen habt, war noch nicht alles ganz perfekt. Dafür brauchen wir noch ein bisschen. Wir wollen natürlich auch ordentlich testen, bevor wir wirklich live gehen damit. Aber was ihr alles erwarten könnt, ist eine deutliche Verbesserung im Administrationsbereich. Wer das Einzelplugin Collapsible Admin Menu kennt, der braucht das künftig sich nicht mehr einzeln im Marketplace runterzuladen, sondern kann es direkt mit der Suite verwenden. Das ist im Grunde die Verbesserung und Umsortierung in der linken Navigationsleiste. Und was wir gesehen haben, war eben dieses neue Einstiegsdashboard in den Admin-Bereich, in dem wir also Use-Case-getrieben schnell finden können, was wir für Konfigurationen brauchen, um beispielsweise das Logo zu verändern, die Profilfelder zu ergänzen und was auch immer nötig ist. Wir sind gespannt, ob euch dieser Screen hilft. Gebt uns mal Feedback dazu, weil wir wollen euch als Admins wirklich da das Leben erleichtern. Was wir ansonsten noch gesehen haben, waren andere Verbesserungen in der Konfiguration vom Linchpin Theme. Zum einen die einfachere Möglichkeit, ein Header-Logo in Linchpin reinzuladen und auch die Dashboard-Breite anzupassen. Ein weiterer großer Themenkomplex, den wir ausliefern werden, ist die verbesserte Expertensuche im Personenverzeichnis. Das heißt, wir bieten jetzt alle relevanten Felder an, die man auch filtern und durchsuchen kann und so hoffentlich viel schneller die richtigen Menschen im Unternehmen zusammenbringen kann. Das ist übrigens auch ein Feature, das natürlich nicht nur in die Linchpin Suite kommt, sondern auch in die nächste Version von Linchpin Essentials. Und das Gleiche gilt auch für die Org-Charts, die wir heute gezeigt haben. Was wir gesehen haben, war, dass es für die Org-Charts jetzt auch die Möglichkeit gibt, über das Personenverzeichnis in eine Portalansicht zu gelangen und zum anderen die Möglichkeit, Makros ab einem gewissen Knotenpunkt in einer individuellen Ebenenanzahl als Organigramm in Seiten zu integrieren. Das, was Alain auf seiner Marketing-Startseite gezeigt hat. Und beides liefern wir sowohl für Mobil als auch für Desktop in angepassten Darstellungsformen aus. Dann haben wir ganz viel gemacht am Microblog. Wir haben die Integration von Anhängen ganz stark verbessert, was uns deutliche coole neue Features auch ermöglicht hat, sodass wir jetzt Bildergalerien anbieten können in einer zeitgemäßen Form, sodass wir Dateianhänge gut darstellen können, mit Videos gehen wir besser um. Und wir haben diese Möglichkeit, Confluence-Seiten und Linchpin-Events direkt in den Microblog zu posten. Und davon erhoffen wir uns wirklich eine gute Möglichkeit, dass Linchpin-Nutzer viel einfacher auch ihren Content an die Kollegen promoten können und dadurch viel mehr Menschen auch erreichen können mit den Informationen, die wichtig sind. Dann haben wir endlich, das haben sich auch ganz viele gewünscht, Linchpin-Events in einer
coolen Form in Linchpin Mobile integriert. Man kann sich jetzt sowohl über das Makro als auch über das Portal zu Events anmelden. Man sieht die Eventlisten und kann im Grunde auch ohne Desktop-Arbeitsplatz an den Events, von allen Events erfahren und sich dazu anmelden. Und dann so ein kleines, aber feines neues Feature, Corona-bedingt natürlich entstanden, ist die Möglichkeit, Events zu taggen mit der Art der Events, remote, hybrid oder eben lokal. Das haben wir alles gesehen. Wir haben noch mehr gemacht, was wir gar nicht gezeigt haben. So zum Beispiel etwas, was man eigentlich gar nicht zeigen kann, weil es sehr, sehr technisch ist. Wir haben uns um das Launchpad gekümmert. Da gab es noch Optimierungsbedarf hinsichtlich dem Launchpad auf DC-Instanzen. Da gab es vorher so ein Caching-Problem, das dazu geführt hat, dass, wenn ich eine App im Launchpad aktualisiert habe, dass das nicht automatisch auf allen DC-Nodes auch synchron war. Das haben wir gelöst und somit ist das Launchpad noch mal besser für DC-Umgebungen gerüstet. Und dann noch ein Feature, was der Daniel nur kurz beschrieben hat. Als es um die Linchpin Pings ging, möchte ich euch in Form dieses Screenshots nochmal zeigen. Es war auch etwas, was sich viele von unseren Nutzern gewünscht haben, dass wir Linchpin Pings nicht nur für Profilfelder und News-Abos anbieten, sondern eben auch ein ganz flexibles Textfeld ermöglichen, um wichtige Ankündigungen an die Mitarbeiter zu verteilen. Noch eine Mini-Anpassung, die ihr im Administrationsbereich vom Linchpin Theme finden werdet, ist die Verbesserung der Sidebar-Konfiguration. Hier kann man jetzt noch per Drag and Drop die Reihenfolge der Sidebar-Icons verändern und diese auch durch Trennlinien noch besser gruppieren. All das, was ich vorgestellt habe, werdet ihr in 2-3 Wochen in der Linchpin Suite 4.0 und in Linchpin Essentials selber erleben können. Wir sind sehr gespannt, wie die Features bei euch ankommen und freuen uns auf das Feedback. So, ein PI endet, das nächste startet und so möchte ich euch kurz noch einen Ausblick geben über die Themen, mit denen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen wollen. Das Thema mit der Administration ist schon einen großen Schritt weitergekommen, finde ich. Also die Navigation ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, um Zeit zu sparen. Wir bieten jetzt ja dann mit dem nächsten Release die Möglichkeit, viel schneller in die einzelnen Konfigurationen unserer Apps zu kommen. Aber wir müssen dazu stehen, dass die Konfiguration der Apps im Vergleich nicht besonders konsistent ist und daran wollen wir arbeiten. Also wir wollen die Struktur verbessern, wir wollen Konsistenz herstellen, wir wollen, dass man zum Beispiel Personalisierung in allen Apps irgendwie über die gleiche Art und Weise findet. Das nur um ein Beispiel zu nennen, um die Arbeit in der Administration deutlich intuitiver zu machen. Dann arbeiten wir weiter an den Org-Charts, denn für Kunden von uns und auch für uns fehlt da noch ein ganz wichtiger Punkt. Denn im Moment kann man Org-Charts rein hierarchisch abbilden. Das heißt, wir brauchen immer irgendwelche Vorgesetzten, um so eine hierarchische Struktur abzubilden. Hierarchien ist was uns in unserer Vision gar nicht so richtig treibt, sondern wir wollen eher Strukturen abbilden, wollen die Möglichkeit haben, Abteilungen, Standorte, Teams in Organigramme zu packen. Und das ist der nächste Punkt, mit dem wir uns beschäftigen werden. Und das ist dann für uns auch so der große Punkt, mit dem wir das Thema Org-Charts, mit dem wir uns tatsächlich jetzt schon viele, viele Wochen beschäftigen, erstmal wieder abschließen wollen. Also auch da, gebt uns Feedback, wie ihr mit dem aktuellen Stand klarkommt und wir sind da sehr gespannt drauf. Dann haben wir noch so ein Thema, was im Support häufig aufschlägt und wo wir deswegen mal ran wollen. Es geht hier um LDAP XML Profilbild-Syncs in unser Linchpin User Profiles. Das ist nämlich so, das wissen vermutlich manche, die jetzt hier zuschauen, wenn man bei dem Bulk-Sync von solchen Informationen auf Herausforderungen stößt, ist man so ziemlich schnell verloren und weiß nicht wirklich, was zu tun ist. Der einzige Weg ist dann bei unserem Support-Team anzufragen und sich helfen zu lassen.
Wir wollen das verbessern. Wir wollen aus einer Blackbox etwas machen, was man besser kontrollieren kann. Und bei diesen ganzen Sync-Thematiken in erster Linie die Usability verbessern und mehr Transparenz in die ganze Geschichte bringen, damit man gerade bei so wichtigen Daten wie Profildaten, die aus einem LDAP kommen, irgendwie auch das Gefühl hat, ich habe hier eine Kontrolle darüber, was mit meinen Daten passiert. Genau. Und dann haben wir noch 2 Themen, mit denen wir uns eher als Evaluation beschäftigen wollen und noch gar nicht wirklich wissen, was wir da ausliefern können. Das eine ist die Frage der Barrierefreiheit in Linchpin. Mitte nächsten Jahres tritt ein Gesetz in Kraft, oder es endet dann schon so die Schonfrist eigentlich, was eben vorschreibt, dass Institutionen im öffentlichen Bereich Intranets und Extranets barrierefrei anbieten müssen. Und das ist ein Thema, mit dem haben wir uns bisher nicht in der Tiefe beschäftigt. Wir wissen, dass es einige Linchpin-Kunden betrifft. Wir wollen natürlich auch irgendwie eine Antwort darauf haben und uns mit dem Thema beschäftigen. Außerdem ist es so, dass auch Atlassian in Confluence einiges in Richtung Barrierefreiheit getan hat. Und wir wollen uns eben anschauen, wo stehen wir da mit Linchpin, was können wir tun, um auf eine pragmatische Art und Weise da zu einer Lösung zu kommen, die als barrierefrei akzeptiert werden kann. Wenn es von euch Leute gibt, die das Thema auch beschäftigt, dann gebt mal eine Meldung in Telegram oder meldet euch auf andere Art und Weise bei uns und dann würden wir uns gerne nochmal mit euch innerhalb der nächsten Wochen dazu austauschen. Und ein ähnlicher Aufruf gilt für das Thema O365 Integration in Linchpin. Wir haben keine O365 Integration, wir bei Seibert Media sind auch nicht die richtigen Spezialisten dafür. Aber die Frage tritt immer wieder auf, kann Linchpin O365 Themen integrieren? Und auch das ist etwas, wo wir eben uns stärker mit befassen möchten. Und das geht aber in eine Richtung, in der wir erstmal verstehen wollen, was heißt das denn? Was meint denn jemand, wenn er zu uns sagt oder unsere Kollegen im Vertrieb fragt, gibt es eine O365-Integration? Das ist so ein großes Wort und darauf wollen wir eben Antworten finden. Wir sind da auch ziemlich offen, ob das ein Thema ist, was wir langfristig in Linchpin Cloud integrieren wollen, wo wir wahrscheinlich deutlich mehr Möglichkeiten haben, oder ob es eben auch Themen gibt, die auch in Linchpin DC, Linchpin Server Sinn machen. Und auch da, wenn es Leute bei euch gibt, die das Thema selber umtreibt, die sich das wünschen würden, gebt auch da mal eine Meldung und wir würden dann mit euch gerne mal in den Austausch gehen. Genau, das zum Ausblick. Wie immer möchte ich auch auf unser Kenny-Board hinweisen. Ich glaube, das kennen mittlerweile auch wirklich alle von euch und beteiligen sich da auch sehr rege. Was mich freut, ist, dass wir in diesem PI 3 ganz große Themen auch behandelt haben, die gut gewotet sind in Kenny. Das sind so, zum Beispiel die mobilen Events, das ist die Personensuche, das sind die Org-Charts. Und wir können nicht auf alles sofort reagieren, aber trotzdem ist es für mich persönlich ein gutes Gefühl, wenn wir erkennen, dass es auch da Themen gibt, die euch wirklich helfen. Also nutzt Kenny, tragt eure Wünsche ein, votet dafür und dann versuchen wir, das Beste draus zu machen. Eine Sache möchte ich gerne nochmal an den Daniel übergeben und das ist diese Geschichte mit der Möglichkeit, Linchpin als Abo zu bestellen. Ja, ich habe gerade mit Blick auf die Uhr festgestellt, dass wir dafür jetzt leider gar nicht so viel Zeit mehr haben. Wir haben vorher nämlich gewettet, eine kleine Wette abgeschlossen, wie lange das Review heute wahrscheinlich gehen wird. Und mein Tipp waren 40 Minuten. Wir stehen gerade bei 38. Ja, du hast gewonnen. Also machen wir es ganz schnell. Damit was haben wir eigentlich gewettet? Ich meine nicht, dass wir was festgelegt hatten, aber wir können gerne nochmal verhandeln. Machen wir es ganz kurz. Ich glaube auch, dass das an der Stelle hier vor allem für die Partner interessant sein dürfte. Und zwar arbeiten wir schon seit einiger Zeit daran, Linchpin Server bzw. Data Center auch für kleinere Unternehmen anzubieten, die vielleicht keine große IT-Abteilung bei sich haben und auch kein großes Hosting durchführen können von so einer Linchpin-Instanz. Und ja, heute ist Software as a Service in aller Munde und dann dachten wir uns, warum nicht auch Linchpin nach diesem Modell eben anbieten und es wirklich jedem Unternehmen zugänglich machen. Und ja, was man da bekommen wird,
wird dann ein vollwertiges Linchpin sein. Und mit dem kleinen Bonus aber, dass wir von Cybert Media sowohl Wartung als auch den Betrieb eben übernehmen für dieses System und sich der Kunde effektiv um sehr, sehr wenig nur noch kümmern muss. Das alles ist dann sehr, sehr einfach und auch, so ist zumindest meine Hoffnung, sehr fair bepreist und dadurch auch extrem planbar natürlich für den Kunden. Warum habe ich jetzt explizit die Partner an der Stelle angesprochen? Wir möchten diesen Vertriebskanal für Linchpin natürlich auch euch anbieten. Also falls ihr daran interessiert seid, kommt gerne auf uns zu. Im Rahmen der Q&A-Session vielleicht oder auch auf einem anderen Kanal dann. Wie gesagt, sprecht uns einfach an und sobald das dann verfügbar sein wird, wir hoffen in den nächsten Wochen, kriegt ihr da auf jeden Fall von uns auch nochmal weitere Informationen. Ja. Cool, danke Daniel, ich bin Sehr gespannt gerne. drauf. Das waren die Review-Themen. Wir sehen uns zum nächsten Review erst im nächsten Jahr. Das wird irgendwann im Januar stattfinden. Aber es gibt am 3. und 4. Dezember die Tools for Agile Teams. Zum 9. Mai veranstalten wir in Wiesbaden hier eine Konferenz, um die agile Szene zusammenzubringen und über Tools zu sprechen, die Agilität in Unternehmen fördern. Auch Linchpin wird da eine große Rolle spielen. Wir freuen uns tierisch, dass sich viele Kunden bereit erklärt haben, auch Vorträge zu halten. Und das wird sicherlich ein ganz, ganz spannender Austausch für alle Seiten. Corona-bedingt wird es natürlich ein Remote-Event. Ich bin gerade gar nicht so sicher, ob es, also wir hoffen, glaube ich, noch ein bisschen, dass ein Teil auch vor Ort stattfinden kann. Nee, hier schüttelt die Franzi mit dem Kopf. Wir sind alle in derselben Unsicherheit. Auf jeden Fall macht mit. Ein Remote-Ticket kostet 49 €. Das ist, glaube ich, ein cooler Preis, um 2 Tage mit spannenden Leuten aus allen möglichen Unternehmen und Bereichen in Austausch zu kommen. So, das war es jetzt mit dem Review-Teil wirklich. Wir beenden den Livestream und alle, die noch in der Q&A-Session mitmachen möchten, die können gleich in ein Google Meet kommen. Unter cybert.bits/Review-Session. Wir alle, die daran auch teilnehmen, wandern gerade in einen neuen Raum. Das heißt, wir sind in 2-3 Minuten dabei. Wir freuen uns über jeden, der noch Bock hat, ein bisschen mit uns zu reden. Sind gespannt, wie das Format bei euch ankommt. Und von allen anderen, die sich jetzt verabschieden, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei unseren unseren Videoengeln und bei den ganzen Linchpin-Teams, weil ich bin richtig stolz auf das, was wir da ausliefern werden. Macht's gut und bis gleich in der Q&A-Session.